Deutschtest für Zuwanderer. Hören Teil 1. Sie hören 4 Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel: Guten Tag, hier ist die Service-Hotline der Stadtsparkasse. Wir melden uns wegen Ihrer Bankkarte. Unser System hat mehrere ungewöhnliche Zahlungen erkannt, deshalb wurde die Karte vorsorglich gesperrt. Bitte rufen Sie heute bis 20 Uhr zurück, damit wir die Zahlungen mit Ihnen prüfen. Wenn Sie bestätigen, dass alles korrekt war, können wir die Karte direkt wieder freischalten. Falls nicht, sperren wir sie endgültig und schicken Ihnen kostenlos eine neue. Halten Sie bitte Ihre Kundennummer bereit. Vielen Dank. Nummer 1. Guten Tag, hier ist das Bürgerbüro. Herr Demir, wegen Ihres Ausweises. Morgen zwischen 8 und 10 Uhr sind wir nur sehr kurz telefonisch erreichbar. Heute zwischen 8 und 10 Uhr können Sie uns zwar anrufen, aber Termine vergeben wir nicht am Telefon. Ihren Termin müssen Sie online buchen. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie gern heute früh an. Den Termin bitte online. Nummer 2. Achtung! Wichtige Information für Besucherinnen und Besucher des Hallenbads Nord. Wegen einer Störung an der Heizungsanlage müssen wir das Bad ab heute schließen. Die Wassertemperatur kann nicht garantiert werden und die Duschen funktionieren nur eingeschränkt. Nach aktuellem Stand dauert die Reparatur bis Dienstagabend. Wir rechnen damit, dass wir am Mittwochmorgen wieder normal öffnen können. Bereits gekaufte Tickets können Sie an der Kasse erstatten lassen oder später nutzen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Nummer 3. Hallo Herr Köhler, hier Optik Adler. Unsere Öffnungszeiten sind heute bis 18 Uhr und morgen ab 7 Uhr. Die Abholung von Brillen aus der Werkstatt läuft aber über die Ausgabe. Die nächste Ausgabe beginnt am Montag ab 9 Uhr. Dann können Sie Ihre Brille abholen. Bitte bringen Sie den Abholschein mit. Nummer 4. Hallo, hier ist Ihr Zustellern. Ich wollte Ihr Paket gerade liefern, aber ich habe niemanden angetroffen. Da das Paket nicht beim Nachbarn abgegeben werden darf, habe ich es in die Paketstation am Supermarkt in der Lindenstraße gebracht. Es liegt dort im Fach 36. Sie brauchen zum Abholen den Abholcode, den Sie gleich per SMS oder in der Sendungsverfolgung bekommen. Bitte holen Sie das Paket innerhalb von 3 Tagen ab, sonst geht es zurück. Einen schönen Tag noch. Ende von Teil 1.
Hören Teil 2. Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Nummer 5. Zum Wetter im Westen. Am Nachmittag ziehen immer wieder Schauer durch. Dazwischen lockert es zeitweise auf, sodass auch mal kurze, freundliche Abschnitte möglich sind. Ein Nachmittag, der komplett sonnig verläuft, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Insgesamt bleibt es vergleichsweise mild. Richtig stürmisch und deutlich kälter wird es heute nicht, höchstens ganz kurz und nur örtlich begrenzt an einzelnen Stellen. Nummer 6. Verkehr. Auf der A3 bei Köln ist viel los, aber es rollt langsam weiter. Kein Unfall, nur dichter Verkehr. Auf der A61 bei Koblenz gibt es eine Baustelle, dort verlieren Sie einige Minuten. Einen Unfall mit Stau melden wir auf der A45 bei Gießen, rechter Fahrstreifen gesperrt, bitte vorsichtig fahren und Rettungsgasse bilden. Nummer 7. Kultur und Gewinnspiel. Wir verlosen 2 Karten für das Konzert Nordlicht. Wer Fragen hat, zum Beispiel zur Einlasszeit oder zur Anfahrt, kann uns heute zwischen 16 und 18 Uhr telefonisch erreichen. Für die Teilnahme an der Verlosung zählt aber ausschließlich die E-Mail. Schicken Sie sie bitte bis Freitag, 17 Uhr und schreiben Sie das Kennwort in den Betreff. Eine Postkarte bis Sonntag wäre diesmal zu spät, weil wir schon Freitagabend auslosen. Nummer 8. Mitteilung der Stadt. Am Samstag wird die Marktstraße gereinigt. Die Reinigungsfahrzeuge kommen am Morgen durch, deshalb muss die Straße in diesem Zeitraum frei sein. Bitte stellen Sie Ihr Auto spätestens am Samstagmorgen in eine Seitenstraße oder auf einen Parkplatz in der Nähe. Achten Sie vor Ort auf die aufgestellten Halteverbotsschilder und die Uhrzeiten. Fahrzeuge, die trotzdem in der Marktstraße stehen, können umgesetzt oder abgeschleppt werden. Sobald die Reinigung beendet ist, können Sie wie gewohnt wieder in der Marktstraße parken. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Nummer 9. Achtung, kurze Info. Im Moment gibt es leider eine Störung bei der Kartenzahlung. Dadurch dauert das Bezahlen gerade etwas länger. Bitte bleiben Sie an Ihrer Kasse und haben Sie einen Moment Geduld. Unser Kassensystem ist aktuell in allen Bereichen betroffen. Auch die Information im ersten Stock kann zurzeit keine Zahlungen bearbeiten. Ein Wechsel zu einer anderen Kasse bringt deshalb im Moment nichts. Wenn Sie bar zahlen können, geht es meist schneller. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld. Ende von Teil 2.
Hören Teil 3. Sie hören 4 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Beispiel: Hast du kurz Zeit? Ich bin gerade im Stress. Ja, aber nur 5 Minuten. Was ist los? Die Teamsitzung nachher. Ich dachte, sie ist um 11, aber im Kalender steht plötzlich 10. Bei mir steht auch 10. Vielleicht hat jemand die Uhrzeit geändert. Kann sein. Und der Drucker macht wieder Streifen. Ich habe schon 3-mal neu gestartet. Typisch. Aber zuerst die Sitzung. Danach rufen wir die IT an. Okay. In der Sitzung geht's ja vor allem um den Urlaubsplan, oder? Ja, und kurzum, die Vertretung nächste Woche. Nummer 10 und 11. Hi Lara, hast du kurz einen Moment? Ja, aber ich bin gerade zwischen 2 Sachen. Worum geht's? Wegen Freitag. Du hattest doch gesagt, du bist im Homeoffice, damit du dich in Ruhe auf den Bericht konzentrieren kannst. Das war auch mein Plan. Ich hatte den Tag extra so gelegt, weil ich da weniger Unterbrechungen habe. Und jetzt? Jetzt hat sich der Kundentermin geändert. Erst war Mittwoch im Gespräch, dann Donnerstag. Und heute kam die endgültige Bestätigung. Freitagvormittag, aber im Büro, weil der Kunde die Unterlagen dort unterschreiben will. Ah, deshalb rufst du an. Genau. Ich will nicht wieder am falschen Ort sitzen. Und ich muss den Termin in meinem Kalender korrigieren. Ist dein Laptop wieder abgestürzt? Letzte Woche hattest du doch Probleme. Nein, kaputt ist er nicht. Er ist nur langsam, aber damit komme ich klar. Okay. Willst du dann Freitag Urlaub nehmen, damit du nicht alles doppelt hast? Nein, Urlaub nehme ich nicht. Ich komme einfach rein und mache danach meinen Bericht. Alles klar. Ich schicke dir gleich die neue Uhrzeit und den Raum. Super, danke. Nummer 12 und 13. Faruk, hast du am Samstagmorgen kurz Zeit? Kommt drauf an. Was ist los? Ich ziehe um, nur innerhalb der Stadt, aber ein paar schwere Sachen sind dabei. Okay, wie viel Uhr kommt der Umzugswagen? Das war chaotisch. In der ersten Mail stand 7 Uhr, dann meinte der Fahrer am Telefon 8 Uhr. Und jetzt? Jetzt kam die Bestätigung, 7:30 Uhr. Also nicht 7, nicht 8, dazwischen. Alles klar. Brauchst du noch irgendwas Organisatorisches? Ich habe mich schon um vieles gekümmert. Ein Parkverbotsschild muss ich nicht besorgen. Das bringt die Umzugsfirma selbst mit. Gut. Und den Hausmeister, den informiere ich nur, wenn wir den Aufzug reservieren müssen. Das ist bei uns im Haus nicht sicher. Vielleicht tragen wir einfach über die Treppe. Und was soll ich dann konkret machen? Ich brauche eigentlich nur kurz Hilfe beim Tragen. Die 2 großen Kartons mit Büchern und die Waschmaschine ein Stück. 10 Minuten würden reichen. Klar, das kriegen wir hin. Sag mir einfach, wo ich stehen soll. Super, danke dir. Nummer 14 und 15.
Guten Abend, hier ist Frau Seidel, Klassenlehrerin der 6b. Spreche ich mit Herrn Wagner? Ja, hallo Frau Seile. Ich rufe wegen unseres Museumsbesuchs nächste Woche an. Es gab ein paar Rückfragen von Eltern. Meine Tochter meinte, die Klasse fährt mit dem Zug. Das hatten wir wirklich zuerst geplant, weil es günstig ist. Aber wir müssten zweimal umsteigen und mit so einer großen Gruppe ist das zu riskant. Also doch Bus? Genau, wir fahren mit dem Bus. Das ist einfacher und wir kommen direkt an. Okay. Dann noch zur Zahlung. Auf dem ersten Infozettel stand als Orientierung der 10. März, weil ich dachte, das passt für alle. Ja, das habe ich gesehen. Einige Eltern haben gefragt, ob es auch später geht. Deshalb habe ich zusätzlich 30. März als spätestens irgendwann erwähnt. Einfach damit niemand Stress hat. Verstehe. Für die Führung ist es aber anders. Ich muss verbindlich buchen und vorher überweisen. Darum brauche ich das Geld spätestens bis 13. März auf dem Konto der Schule. Also 13. März ist die echte Frist. Genau. Wenn es bis dahin nicht da ist, kann ich die Plätze nicht garantieren. Alles klar, ich überweise morgen. Nummer 16 und 17. Guten Tag. Ich habe seit gestern nach der Umstellung kein Internet mehr. Das tut mir leid. Ich schaue kurz in Ihren Auftrag. Ja, ich sehe hier einen Technikertermin. Ich muss planen, wann ich zu Hause bin. Welches Zeitfenster ist es? Es gibt grundsätzlich verschiedene Touren. Manche Techniker kommen vormittags, zum Beispiel zwischen 12 und 14 Uhr. Und bei mir? Bei Ihnen ist es fest eingeplant, 14 bis 16 Uhr. Das ist bereits bestätigt. Okay. Soll ich irgendwas vorbereiten? Ich kann den Vertrag ausdrucken, wenn das hilft. Nein, bitte nicht. Den Vertrag haben wir digital im System. Soll ich den alten Router schon einpacken und als Paket fertig machen? Auch noch nicht. Bitte warten Sie damit, bis die Leitung wieder läuft. Erst dann sagen wir Ihnen, ob und wohin Sie ihn schicken müssen. Was brauche ich dann überhaupt? Bitte legen Sie Ihren Ausweis bereit. Manchmal muss der Techniker kurz die Kundendaten abgleichen. Und sorgen Sie bitte dafür, dass er an die Anschlussdose kommt. Alles klar. Ende von Teil 3. Hören Teil 4. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie 1 Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen.
Viele Menschen bezahlen heute im Alltag mit Karte oder Handy. Das ist schnell und praktisch. Man braucht kein Bargeld und muss nicht nach Kleingeld suchen. Andere sagen, wenn das System einmal nicht funktioniert, entsteht sofort Stress und alles dauert länger. Das ist das Thema von heute und das sagen Leute dazu. Beispiel. Ich habe mein Handy einmal zu Hause vergessen und dachte zuerst, kein Problem, ich bin ja nur kurz unterwegs. Aber dann ging es los. Das Bahnticket war nur in der App. Im Café konnte ich ohne Handy nicht schnell online bezahlen. Und beim Arzt musste ich den Termin per SMS-Code bestätigen. Natürlich kann man irgendwie immer eine Lösung finden, aber ich habe gemerkt, wie viel heute automatisch über Smartphone läuft. Ohne fühlt man sich schnell, als wäre man nicht richtig dabei. Nummer 18. Ich finde Smartphones praktisch, keine Frage, aber ich achte inzwischen viel stärker auf Datenschutz. Ich habe mal eine App installiert, die eigentlich nur meine Schritte zählen sollte und plötzlich wollte sie Zugriff auf Kontakte, Standort und Fotos. Da habe ich mich wirklich gefragt, wozu? Seitdem schaue ich mir die Berechtigungen genau an, schalte vieles aus und lösche Apps, wenn sie zu neugierig sind. Mir ist das einfach unangenehm, wenn Firmen wissen, wo ich bin, was ich mache oder wann ich unterwegs bin und am Ende merkt man es erst, wenn schon alles gesammelt wurde. Nummer 19. Bei Kindern sehe ich das viel kritischer als bei Erwachsenen. Meine Tochter ist 12 und ich merke, wenn es keine Regeln gibt, hängt sie sofort in Chats oder Videos und dann wird es Diskussionen geben, garantiert. Wir haben deshalb klare Absprachen. Handy erst nach den Hausaufgaben und abends kommt es nicht mit ins Schlafzimmer, sondern bleibt in der Küche. Das klingt streng, aber es hilft auch für den Familienfrieden. Ohne feste Regeln ist das Thema bei uns jeden Tag Stress, weil man sonst ständig verhandelt. Nummer 20. Ich habe gemerkt, dass mich mein Handy total unruhig macht, wenn ich es immer neben mir liegen habe. Diese kurzen Blicke, nur schnell eine Nachricht, nur schnell etwas nachsehen und zack ist eine halbe Stunde weg. Deshalb habe ich feste Zeiten eingeführt. Beim Essen bleibt das Handy weg und abends stelle ich es auf lautlos und lege es in den Flur. Am Anfang war das komisch, weil man automatisch danach greift, aber inzwischen merke ich kann besser abschalten, bin konzentrierter und schlafe auch ruhiger. Ende des Subtests hören.